Ein Kreuzbandriss bedeutet für eine Sportlerin oder einen Sportler einen dramatischen Einschnitt. Ein Reha-Prozess geht sehr lang. Da gibt es auch Downs und so mit einem Extra-Game ist das eine Möglichkeit, die Motivation hoch zu behalten, damit die Athletinnen und Athleten dann gut vorbereitet wieder zurück in den Sport gehen. Ein Extra-Game in die Praxis umzusetzen ist gar nicht so einfach, weil man eben versuchen muss, die verschiedenen Disziplinen unter einen Hut zu bekommen. Das heißt Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen, Game Designer, Game Designerinnen und alle Disziplinen auch gleichermaßen zu würdigen, um eben am Ende auch ein attraktives Erlebnis zu schaffen oder Trainingskonzept zu schaffen, aber genauso eben auch die Benefits sicherzustellen aus der Kognitionswissenschaft oder aus der Bewegungswissenschaft, um da wirklich dann auch beide Welten sozusagen zu vereinen. Und das ist recht komplex. Extra Games sind bewegungsbasierte Spiele, die mittels körperlicher Aktivität, die dann eingelesen werden durch irgendwelche Tracking-Sensoren, zu körperbasierten Spielumgebungen werden. Wir haben das Projekt gestartet mit zwei separaten Bereichen. Wir haben zum einen ein bestehendes Extra-Game aus dem Extra-Cube analysiert. Also wir haben gesunde Sportlerinnen und Sportler sowie auch Patientinnen und Patienten, die am Ende sind für eine Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss im Bewegungslabor analysiert. Wir haben die Biomechanik angeschaut, während sie das Fear Racer spielen, um mal wirklich im Detail zu wissen, wie bewegt sich jemand im Cube. Gleichzeitig haben wir mit Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten geschwätzt und auch mit Patientinnen und Patienten und abgeholt, was sind ihre Bedürfnisse an einer Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss, um dann in einem nächsten Schritt, wo dann das Game Design dazugekommen ist, ein Spiel zu entwickeln, das für die Physiotherapie funktioniert, das man einbetten kann. Und darum ist es eigentlich so die Kombination von Patient und Therapeutin, die wir ansprechen mit dem Game, das entwickelt wird. Insgesamt macht es auf jeden Fall viel Spaß. Es ist etwas extrem Neues, was ich vorher noch nie ausprobiert habe. Wenn die Level schneller werden und man von einer in die andere Bewegung springen muss, dass das dann das, was den Reiz ausmacht, dass man einfach sehr schnell reagieren muss und dann auch das ein bisschen die Challenge gegen sich selbst, dass man jede Bewegung auch richtig macht und nicht zu viele Fehler macht. Wir stehen jetzt ja im Projekt so ein bisschen an dem Punkt, dass wir in die finale Evaluationsphase eintreten. Das heißt, das Game ist soweit jetzt eigentlich ganz frisch eingetütet und fertig und kann jetzt eben nochmal wieder mit den Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten angeschaut werden, begutachtet werden, befeedbackt werden und natürlich aber auch mit den primären NutzerInnen, nämlich den Sportlerinnen und Sportlern. Und da stehen wir jetzt, bevor das Ganze dann aus dem Lab raus in die wahre Welt hoffentlich dann im nächsten Schritt gebracht werden kann und dort zur Anwendung kommt.